Stellen Sie sich vor, die Menschheit war 70 Jahre lang absolut davon überzeugt, diese Art sei zusammen mit den Dinosauriern ausgestorben. Lehrbücher, Museumsausstellungen, Dissertationen, alles sprach dasselbe. Der letzte Vertreter dieser Linie sei vor etwa 66 Millionen Jahren verschwunden, lange bevor auch nur ein einziger Mensch auf dem Planeten existierte, der sich überhaupt mit dieser Frage hätte auseinandersetzen können. Und dann, im Dezember 1938, wurde er vor der Küste Südafrikas mit einem Netz gefangen. Lebend, nicht als Fossil. Man nennt ihn Latimeria oder Quastenflosser. Und die Geschichte, wie die Wissenschaft dieses Wesen fast ein Jahrhundert lang neu entdeckte und die berühmteste Version seiner Bedeutung für die menschliche Evolution vor kurzem von Grund auf überarbeitet wurde, ist weitaus komplexer und interessanter als die Kurzfassung. Ein ausgestorbener Fisch erwies sich als lebendig. Am 22. Dezember 1938 durchsah Marjorie Courtney Latimer, Kuratorin eines kleinen naturhistorischen Museums in der südafrikanischen Stadt East London, wie üblich den Fang eines lokalen Fischkutters nach interessanten Exemplaren für die Museumssammlung. Diese Praxis war für sie Routine. Die Kapitäne der lokalen Kutter waren es längst gewohnt, dass die junge, enthusiastische Kuratorin regelmäßig am Kai erschien, bereit für ungewöhnliche Funde zu bezahlen, die zufällig zusammen mit dem normalen Fang in die Fischernetze gerieten. Zwischen Haien und Algen bemerkte sie einen großen, bläulichen Fisch mit ungewöhnlichen Schuppen und seltsamen, wie gelenkig wirkenden Flossen. Ein Wesen, das ihr in all den Jahren der Arbeit mit Museumssammlungen nicht wie irgendein Fisch vorkam, den sie je zuvor gesehen hatte. Da sie die Art nicht selbst bestimmen konnte, machte sie am Kai eine Bleistiftskizze, die versuchte, die Proportionen und die ungewöhnliche Form der Flossen so genau und detailliert wie möglich wiederzugeben. Und schickte einen Brief an den Ichthyologen James Leonard Brierley Smith, einen Universitätsdozenten für Chemie, für den die Ichthyologie eher ein ernstes Hobby als ein offizieller Beruf war, dessen Kompetenz in Fragen der Fischsystematik zu diesem Zeitpunkt jedoch in engen wissenschaftlichen Kreisen Südafrikas und darüber hinaus bereits gut bekannt war. Und in diesem Moment, ohne es zu wissen, wurde sie zur Urheberin einer der größten zoologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Wenn es Ihnen schon jetzt schwerfällt zu glauben, dass ein Fund dieses Ausmaßes mit einer handgezeichneten Skizze begann, die per Post verschickt wurde, geben Sie einen Daumen hoch. Es wird noch interessanter. Während der Brief Smith erreichte und er selbst, da er sich weit weg von East London in den Weihnachtsferien befand, nicht sofort zur Begutachtung kommen konnte, begann der ungewöhnliche Fisch unter den Bedingungen des afrikanischen Klimas zu zerfallen. Das örtliche Museum verfügte weder über Kühlanlagen geeigneter Größe, noch über Erfahrung in der Konservierung großer Meeresexemplare. Courtney Latimer versuchte tagelang, bekannte Chemiker und Zoologen zu erreichen, um Rat zu erhalten, wie der Fisch bis zur Ankunft eines Spezialisten aufbewahrt werden könne, aber die meisten Ratschläge erwiesen sich mit den ihr damals zur Verfügung stehenden Mitteln als praktisch unanwendbar. Schließlich, da sie weder über die Ausrüstung noch über die Erfahrung für eine vollständige Konservierung eines solchen Exemplars verfügte, traf sie eine schwere Entscheidung. Sie bewahrte zumindest die Haut und Teile des Skeletts als präpariertes Tier auf und opferte die inneren Organe, die zu diesem Zeitpunkt bereits hoffnungslos durch Verwesung verdorben waren. Diese Entscheidung, die zumindest einen Teil des einzigartigen Fundes rettete, bedeutete gleichzeitig, dass die Wissenschaft die Möglichkeit verlor, die Weichteile des allerersten gefangenen Exemplars zu untersuchen. Ein Verlust, den Ichthyologen bis heute bedauern, da der Aufbau der inneren Organe wesentlich mehr Informationen über die Physiologie der Art hätte liefern können, als nur die äußere Form und das Skelett. Als Smith schließlich die Möglichkeit hatte, das erhaltene Exemplar zu untersuchen, war seine Reaktion, nach Aussage von Zeitgenossen, mit Schock vergleichbar. Vor ihm lag der lebende Beweis für die Existenz des Quastenflossers,
einer Fischgruppe, die ausschließlich aus Fossilien mit einem Alter von 400 bis 66 Millionen Jahren bekannt war und als vollständig ausgestorben galt, gleichzeitig mit den nicht vogelartigen Dinosauriern. Smith selbst beschrieb den Moment der Erkenntnis der wahren Natur des Fundes später als einen der erstaunlichsten seiner wissenschaftlichen Karriere. So sehr, dass er nach seinen eigenen späteren Erinnerungen seinen Augen buchstäblich nicht trauen konnte, obwohl gerade er, im Gegensatz zu Courtney Latimer, genau wusste, wie ein Quastenflosser nach fossilen Rekonstruktionen aussehen musste, die jedem qualifizierten Ichthyologen der damaligen Zeit bekannt waren. Die Nachricht vom Fund verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der weltweiten wissenschaftlichen Presse. Und der Vergleich mit der Wiedererweckung des biblischen Lazarus wurde in diesem Fall noch vor der offiziellen Etablierung des Begriffs Lazarus-Taxon verwendet. Journalisten der damaligen Zeit fanden intuitiv dieselbe Metapher für das ungewöhnliche Ereignis, die später auch die Wissenschaftler selbst wählten. Übrigens, falls Sie interessiert, wie die Ichthyologen der damaligen Zeit überhaupt in der Lage waren, eine Art anhand einer einzigen Skizze und einer erhaltenen Haut ohne innere Organe zu identifizieren, schreiben Sie das in die Kommentare. Die Details der Methodik einer solchen Identifizierung verdienen eine gesonderte Betrachtung. Das Ausmaß der wissenschaftlichen Sensation ist schwer zu überschätzen. Die Linie der Quastenflosser lässt sich in der Fossilgeschichte über etwa 400 Millionen Jahre zurückverfolgen, was sie zu einer der ältesten kontinuierlichen Linien von Wirbeltieren auf dem Planeten macht, und die Lücke zwischen dem letzten bekannten Fossilfund und dem ersten lebenden Exemplar betrug etwa 66 Millionen Jahre. Ein kolossaler Zeitraum, währenddessen die Wissenschaft die Art als vollständig und unwiderruflich ausgestorben betrachtete. Zum Vergleich: Das ist länger, als seit dem Aussterben der Dinosaurier bis heute vergangen ist und etwa doppelt so lang, wie die gesamte Linie der modernen Menschenaffen existiert. In der Zoologie haben solche Fälle, in denen eine als längst ausgestorben geltende Art unerwartet lebend entdeckt wird, einen speziellen Namen erhalten: Lazarus-Taxon, in Anlehnung an die biblische Figur, die von den Toten auferweckt wurde. Und der Quastenflosser gilt seitdem als eines der glänzendsten und am weitesten verbreiteten Beispiele für ein solches Phänomen in der Wissenschaftsgeschichte. Der Begriff erwies sich übrigens als so treffend und einprägsam, dass er nach dem Fall des Quastenflossers in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch übernommen wurde, um Dutzende anderer Arten zu beschreiben, die nach langer Zeit ohne verlässliche Beobachtungen lebend gefunden wurden. Von bestimmten Insekten- und Pflanzenarten bis hin zu einzelnen Vertretern großer Säugetiere, die bereits in historischer, nicht mehr geologischer Zeit als ausgestorben galten. Eine besondere Rolle für die Popularität des Quastenflossers spielte die Hypothese über seine evolutionäre Bedeutung für die Geschichte der Menschheit selbst. Die Lappenflossen dieser Fische, die mit einer Knochenstruktur ausgestattet sind, die entfernt an das Skelett von Gliedmaßen landlebender Wirbeltiere erinnert, wurden lange Zeit als direkter anatomischer Beweis dafür angeführt, dass gerade diese Fischlinie der nächste lebende Verwandte der ersten Lebewesen war, die das Land betraten. Eine Art fehlendes Bindeglied zwischen Wasser- und Landleben, eine evolutionäre Brücke, die endlich lebendig gesehen werden konnte und nicht nur anhand fossiler Fragmente rekonstruiert wurde. Eine solche Formulierung klang besonders eindrucksvoll, gerade weil sie eine Frage berührte, die nicht nur Spezialisten, sondern auch die breite Öffentlichkeit interessierte. Wie genau verließen die Vorfahren des Menschen und aller anderen landlebenden Wirbeltiere einst das Wasser und begannen, das Land zu erobern? Einer der dramatischsten und anschaulichsten Übergänge in der gesamten Evolutionsgeschichte des Lebens auf dem Planeten. Wenn es für Sie eine Überraschung war, wie wichtig dieser Fisch jahrzehntelang für die Evolutionsbiologie war, dann geben Sie einen Daumen hoch, denn diese Version wird nun zu bröckeln beginnen.
Smith, ein Spezialist für Fischsystematik, inspiriert vom ersten Fund, bot den lokalen Fischern eine Geldprämie für den Fang weiterer Exemplare an, in der Hoffnung, ein vollständigeres, besser erhaltenes Exemplar mit intakten inneren Organen zu erhalten. Er druckte sogar Flugblätter mit einer Zeichnung des Quastenflossers in mehreren Sprachen und verteilte sie entlang der gesamten Ostküste Afrikas, damit die Fischer den gesuchten Fisch unter dem normalen Fang erkennen konnten. Eine Art Fahndungsaufruf, nur dass statt eines Verbrechers eine prähistorische Fischart abgebildet war und statt einer Beschreibung besonderer Merkmale eine genaue Zeichnung von Schuppen, Flossen und der charakteristischen Färbung, die ihn selbst von äußerlich ähnlichen Tiefseefischen unterscheiden ließ. Die Suche erstreckte sich über 14 lange Jahre, in denen Smith regelmäßig Küstendörfer besuchte, den lokalen Fischern und Schleppnetzfischereibesitzern seine Flugblätter zeigte, aber immer wieder ohne Erfolg zurückkehrte. Eine Zeit, die Smith selbst später als die angespannteste und zweifelhafteste Phase seiner wissenschaftlichen Karriere beschrieb, da mit jedem Jahr erfolgloser Suche die Befürchtung wuchs, dass der erste Fund, der einzige, nicht überprüfbare und nicht weiter wissenschaftlich untersuchbare, bleiben würde. Endlich, im Jahr 1955, nach langen Jahren der Suche und fast erloschener Hoffnung, wurde ein zweites Exemplar bei den Komoren gefangen, einem Archipel vor der Ostküste Afrikas, der sich später als Ort der höchsten Konzentration bekannter Populationen dieser Art herausstellte. Nach Erhalt eines Telegramms über diesen lang ersehnten Fund war Smith laut Augenzeugenberichten so aufgeregt, dass er umgehend ein spezielles Militärflugzeug der südafrikanischen Luftwaffe für den sofortigen Transport des Exemplars arrangierte. Ein für damalige Verhältnisse beispielloser Schritt zur Erlangung eines einzigen zoologischen Exemplars, der anschaulich zeigt, wie hoch die Wissenschaft die Bedeutung der Bestätigung des ursprünglichen Fundes durch zusätzliches, besser dokumentiertes Material einschätzte. Der Premierminister der Südafrikanischen Union ordnete persönlich die Bereitstellung des Flugzeugs an, was für ein gewöhnliches zoologisches Exemplar eine wahrhaft außergewöhnliche Entscheidung war und zeigte, wie breite öffentliche Resonanz diese Geschichte in den 14 Jahren seit dem ersten Fund bereits erfahren hatte. Von diesem Moment an begannen systematische wissenschaftliche Expeditionen, die nach und nach Details über den Lebensstil des Wesens enthüllten, von dem über fast die gesamte schriftliche Geschichte der Menschheit hinweg nur Fossilien bekannt waren. Und, wie denken Sie, wie viele weitere Arten, die derzeit offiziell als ausgestorben gelten, könnten in Wirklichkeit unbemerkt in abgelegenen Winkeln der Erde existieren? Die Tiefseeumgebung des Quastenflossers, typischerweise felsige Hänge und Unterwasserhöhlen in Tiefen von 100 bis 500 Metern, ist an sich schon äußerst schwer systematisch zu erforschen und die Art selbst führt ein verstecktes Nachtleben, was zusammen erklärt, warum die Wissenschaft so lange brauchte, um überhaupt von ihrer Existenz in der modernen Ära zu erfahren, trotz der jahrhundertealten Fischereigeschichte in den Küstengewässern der Region. Vor dem Aufkommen der modernen Tiefsee-Schleppnetzfischerei waren solche Tiefen für die regelmäßige Fischerei praktisch unzugänglich. Und erst die Verbesserung der Schiffsausrüstung im 20. Jahrhundert machte die Wahrscheinlichkeit, zufällig einen Quastenflosser zu fangen, überhaupt nennenswert und nicht nur verschwindend selten. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie daran interessiert sind, Geschichten von Kreaturen zu erfahren, die die Wissenschaft jahrelang für Mythen oder vollständig ausgestorben hielt. Es wird noch viele ähnliche Entdeckungen geben. Die Geschichte erhielt Ende des 20. Jahrhunderts eine unerwartete Fortsetzung. Im Jahr 1997 bemerkte der amerikanische Meeresbiologe Mark Erdman, der auf Hochzeitsreise in Indonesien war, zufällig einen unbekannten Fisch auf einem lokalen Fischmarkt in der Stadt Manado. Eine Art, die ihm verdächtig ähnlich wie ein Quastenflosser vorkam, obwohl diese Art offiziell ausschließlich vor den Küsten Ostafrikas
tausende Kilometer von Indonesien entfernt, lebte. Erdmann, ein Spezialist für Meeresbiologie, aber nicht speziell für Quastenflosser, zweifelte zunächst an seinen eigenen Augen. Die Annahme, dass eine so berühmte und gut untersuchte Art jahrzehntelang unbemerkt von der Wissenschaft in einer völlig anderen Region der Welt geblieben sein könnte, erschien ihm zu unwahrscheinlich. Er fotografierte den Fund mit einer Filmkamera, konnte aber zu seinem Bedauern das Exemplar nicht sofort erwerben, da der Fisch bereits von den Einheimischen verkauft und zubereitet worden war, bevor er einen Kauf arrangieren konnte. Erst einige Monate später, als er in dieselbe Region zurückkehrte, diesmal gezielt, konnten Erdmann und seine Kollegen ein vollständiges Exemplar für die wissenschaftliche Analyse erhalten, diesmal wesentlich organisierter. Sie hatten sich im Voraus mit lokalen Fischern darauf geeinigt, sofort benachrichtigt zu werden, falls eine ähnliche Fischart erneut gefangen würde. Und als dies schließlich geschah, konnte das Exemplar in einem Zustand erhalten werden, der für eine vollständige genetische Untersuchung geeignet war und nicht nur als fotografischer Beweis. Nachfolgende genetische Untersuchungen bestätigten, vor den Wissenschaftlern lag eine völlig neue, eigenständige Art von Quastenflosser, die der Wissenschaft bisher unbekannt war. Eine Entdeckung, die zeigte, dass das Verbreitungsgebiet dieser alten Fischlinie weitaus größer ist, als fast 60 Jahre nach dem ursprünglichen Fund im Jahr 1938 angenommen wurde. Es stellt sich heraus, dass die Wissenschaft auch nach fast 6 Jahrzehnten intensiver wissenschaftlicher Beobachtung dieser Art die wahren Ausmaße ihrer Verbreitung auf dem Planeten noch nicht vollständig erfasst hat. Ein seltener Fall, in dem eine bedeutende zoologische Entdeckung nicht das Ergebnis einer gezielten Expedition ist, sondern auf der zufälligen Beobachtungsgabe eines Touristen auf einem gewöhnlichen Lebensmittelmarkt beruht. Nun kehren wir zur wichtigsten Wendung dieser Geschichte zurück, dem, was mit der Hypothese vom fehlenden Bindeglied zwischen Fischen und Landwirbeltieren geschah. Über einen Großteil des 20. Jahrhunderts basierte diese Hypothese fast ausschließlich auf vergleichender Anatomie. Die Knochenstruktur der Brust- und Bauchflossen des Quastenflossers ähnelte tatsächlich in ihrer Anordnung den Hauptknochen der Gliedmaßen von Landwirbeltieren, dem Oberarm- oder Oberschenkelknochen, gefolgt von Elementen, die entfernt dem Unterarm und der Hand entsprechen. Eine solche Ähnlichkeit erschien in Schulillustrationen und populären Publikationen so überzeugend, dass die Version vom Quastenflosser als lebendiger Brücke zwischen Wasser und Land sich jahrzehntelang im kollektiven Bewusstsein festsetzte. Weitaus stärker, als es eine reine anatomische Analogie verdiente. Der klassische Effekt der Anschaulichkeit wirkte. Eine Hypothese, die durch ein für jeden verständliches Bild des Flossenskeletts neben dem Skelett einer menschlichen Hand gestützt wurde, war weitaus einfacher zu erzählen und zu merken als die weitaus abstrakteren Argumente, die auf Molekulargenetik basierten und erst Jahrzehnte später in der Wissenschaft auftauchen sollten. Die Entwicklung genetischer Analysemethoden im 21. Jahrhundert ermöglichte es den Forschern, die Genome verschiedener Fischgruppen, die entfernt mit Landwirbeltieren verwandt sind, direkt zu vergleichen, anstatt sich ausschließlich auf die anatomische Ähnlichkeit der Flossenknochen zu verlassen, wie es über einen Großteil des 20. Jahrhunderts der Fall war. Das vollständige Genom des Quastenflossers wurde erstmals im Jahr 2013 von einem internationalen Forscherteam sequenziert und veröffentlicht. Ein Projekt von kolossalem Umfang, das nur dank der rasanten Verbilligung von DNA-Sequenzierungstechnologien im vorangegangenen Jahrzehnt möglich wurde. Die Arbeit an dem Projekt dauerte mehrere Jahre und erforderte die internationale Zusammenarbeit Dutzender Labore auf der ganzen Welt, da das Genom des Quastenflossers sich als deutlich größer und komplexer für die Zusammenstellung erwies als die Genome der meisten modellhaften Labororganismen, an denen solche Methoden üblicherweise erprobt werden. Die Ergebnisse waren unerwartet für die etablierte Version. Der vergleichende Genomanalyse zeigte, dass die nächsten lebenden Verwandten der Landwirbeltiere mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Quastenflosser sind, sondern die Lungenfische,
Eine völlig andere Gruppe, die eine weitaus weniger eindrucksvolle anatomische Ähnlichkeit mit den Gliedmaßen von Landtieren aufweist, aber dafür eine weitaus engere genetische Verwandtschaft auf der Ebene direkt vergleichbarer DNA-Sequenzen zeigt. Lungenfische besitzen übrigens die Fähigkeit, mit Hilfe einer primitiven Lunge atmosphärische Luft zu atmen. Eine Anpassung, die weitaus anschaulicher auf eine potenzielle Verbindung zum Landleben hinweist, als die bloße Form der Flossen. Obwohl gerade dieses Detail in populären Darstellungen der Evolutionsgeschichte der Wirbeltiere lange Zeit im Schatten der eindrucksvolleren Anatomie des Quastenflossers stand. Das bedeutet, dass das über Jahrzehnte verbreitete Bild des Quastenflossers als direkte evolutionäre Brücke zwischen Wasser und Land, das in unzählige Schulbücher und populärwissenschaftliche Publikationen weltweit Eingang gefunden hat, heute als veraltete Vereinfachung und nicht als genaue Widerspiegelung des modernen wissenschaftlichen Konsenses gilt. Wenn es für Sie eine Überraschung war, dass eine so weit verbreitete Tatsache aus dem Schulunterricht tatsächlich bereits von der Wissenschaft überarbeitet wurde, dann geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben. Die Wissenschaft ist tatsächlich in der Lage, solche Fehler anzuerkennen, auch wenn dies die Zerstörung einer schönen, jahrelang wiederholten Geschichte bedeutet. Es ist jedoch eine wichtige Einschränkung wissenschaftlicher Ehrlichkeit hinzuzufügen. Selbst unter Spezialisten wird die Frage nach der genauen evolutionären Verwandtschaft von Quastenflossern, Lungenfischen und Landwirbeltieren mit zunehmenden neuen Daten weiter präzisiert. Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Arbeit schweizerischer und italienischer Paläontologen, die sich mit einer detaillierten Neubewertung der Phylogenie der Quastenflosser auf der Grundlage von Fossilien und modernem Material befasst, stellt fest, dass viele Knotenpunkte des evolutionären Baumes dieser Gruppe immer noch durch relativ schwache statistische Daten gestützt werden. Teilweise, weil die Gruppe selbst sich so langsam entwickelt, dass die angesammelten genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen Linien manchmal nicht ausreichen, um ihre genaue Verzweigungsreihenfolge mit statistischer Sicherheit aufzulösen. Das heißt, der wissenschaftliche Konsens über die genaue Stellung des Quastenflossers im evolutionären Baum der Wirbeltiere kann auch heute, fast 90 Jahre nach dem ersten Fund, nicht als endgültig und unwiderruflich abgeschlossen betrachtet werden. Ein seltener Fall, in dem das Studienobjekt selbst durch seine ungewöhnliche Langsamkeit der Evolution zusätzliche methodische Schwierigkeiten für die genaue Bestimmung seines eigenen Platzes im allgemeinen Stammbaum des Lebens auf dem Planeten schafft. Eine weitere Besonderheit des Quastenflossers, die dank der Sequenzierung seines vollständigen Genoms relativ neu entdeckt wurde, verdient besondere Aufmerksamkeit. Diese Art entwickelt sich auf molekularer Ebene deutlich langsamer als die meisten anderen Wirbeltiere. Die Rate der genetischen Mutationen beim Quastenflosser erwies sich als eine der niedrigsten, die jemals bei Wirbeltieren festgestellt wurden. Eine Entdeckung, die das volkstümliche Spitznamen »lebendes Fossil«, das diese Art lange bevor die Wissenschaft überhaupt über Werkzeuge zur Überprüfung einer solchen Aussage mit genetischen Methoden verfügte, buchstäblich auf molekularer Ebene bestätigte. Die Gründe für diese verlangsamte Mutationsrate sind Gegenstand intensiver Forschung. Eine der führenden Hypothesen führt dies auf die Stabilität des Lebensraums der Art zurück. Tiefsee-, Unterwasserhöhen und Hänge stellten über Hunderte von Millionen Jahren eine weitaus konstant und vorhersehbarere Umgebung dar als Flachwasser oder Land, wo Organismen regelmäßig starken Veränderungen der Bedingungen ausgesetzt sind, die eine schnellere Selektion neuer Anpassungen stimulieren. Temperatur, Beleuchtung und chemische Zusammensetzung des Wassers in solchen Tiefen ändern sich deutlich langsamer und vorhersehbarer als die Bedingungen im Flachwasser oder gar an Land, das saisonalen Schwankungen, Dürren und anderen Faktoren ausgesetzt ist, die Arten zwingen, sich ständig an neue Herausforderungen anzupassen.
Weniger Druck durch eine sich verändernde Umwelt bedeutet theoretisch weniger Anreize für die Verankerung neuer Mutationen in der Population. Eine Art evolutionäre stille Bucht, die es dem Quastenflosser ermöglichte, sein Aussehen über einen unvorstellbar langen geologischen Zeitraum praktisch einzufrieren. Während die meisten anderen Wirbeltierlinien im gleichen Zeitraum Dutzende von grundlegenden anatomischen Transformationen durchliefen. Abschließende Community-Frage. Warum glaubt ihr, friert die Evolution einiger Arten praktisch über Jahrzehnte und Hunderte von Millionen Jahren ein, während sich andere Linien rasant verändern? Schreibt eure Versionen in die Kommentare. Dies ist eine der wirklich offenen Fragen der Evolutionsbiologie, auf die es keine einzige allgemein anerkannte Antwort gibt. Die Lebensweise des Quastenflossers ist bis heute weitaus schlechter erforscht, als man fast 90 Jahre nach dem ersten wissenschaftlichen Kontakt mit der Art erwarten könnte. Direkte Beobachtungen von lebenden Exemplaren in ihrer natürlichen Umgebung wurden erst mit der Entwicklung von Tiefseetauchboot-Technologien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts möglich. Bis dahin beschränkte sich fast alles, was die Wissenschaft über das Verhalten dieses Wesens wusste, auf die Untersuchung von toten Exemplaren, die zufällig in Fischernetzen gefangen wurden. Die ersten systematischen Tauchgänge mit spezialisierten Unterwasserfahrzeugen vor den Komoren begannen in den 1980er Jahren und haben sich seitdem zu einer der Hauptinformationsquellen über das Verhalten der Art unter natürlichen Bedingungen entwickelt. Ein deutsches Forschungsprogramm, eines der am längsten laufenden zur Erforschung der Art, hat über Jahrzehnte des Tauchens einen umfangreichen Katalog von Fotos einzelner Exemplare gesammelt, was es erstmals ermöglichte, zumindest die ungefähre Lebenserwartung des Quastenflossers in freier Wildbahn abzuschätzen. Nach heutigen Schätzungen kann sie 60 Jahre und mehr erreichen, was für einen Fisch dieser Größe die typischen Werte der meisten anderen Meeresarten erheblich übersteigt. Beobachtungen mit Unterwasserfahrzeugen zeigten, dass sich Quastenflosser tagsüber in Gruppen in Unterwasserhöhlen und Spalten verstecken und nachts einzeln auf die Jagd gehen. Details des Verhaltens, die ohne direkten Sichtkontakt mit lebenden Exemplaren in ihrer natürlichen Umgebung, die weder von der Oberfläche noch durch die Analyse zufällig gefangener toter Exemplare beobachtet werden kann, schlichtweg nicht feststellbar gewesen wären. Einzelne Tauchgänge dokumentierten auch die charakteristische Fortbewegungsart des Quastenflossers. Die paarweise abwechselnde Bewegung der Brust- und Bauchflossen, die entfernt an den Gang eines landlebenden Vierbeiners erinnert. Ein Detail, das seinerzeit genau die Hypothese vom fehlenden Bindeglied nährte, die später aufgrund genetischer Daten überarbeitet wurde. Die Fortpflanzungsbiologie der Art hat erst vor relativ kurzer Zeit eine eigene Überraschung bereitet. Untersuchungen zeigten, dass die Schwangerschaft bei weiblichen Quastenflossern etwa 3 Jahre dauern kann. Eine der längsten bekannten Tragzeiten bei Wirbeltieren überhaupt, die sogar die Schwangerschaft der meisten großen Säugetiere, einschließlich Elefanten, deren Tragzeit etwa 2 Jahre beträgt und lange Zeit als eine der längsten in der Tierwelt galt, erheblich übersteigt. Der Quastenflosser ist dabei ovovivipar. Die Jungen entwickeln sich aus großen Eiern im Körper der Mutter und kommen bereits vollständig entwickelt zur Welt, ohne die Phase der äußeren, für Raubtiere am Meeresboden anfälligen Eier zu durchlaufen. Eine solche Fortpflanzungsstrategie ist ein Kompromiss zwischen der vollständigen Viviparie von Säugetieren und der Eiablage, die für die meisten Fische charakteristisch ist. Der Embryo erhält während der gesamten Entwicklung Schutz im mütterlichen Körper, ernährt sich aber weiterhin ausschließlich aus den Dotterreserven seines eigenen Eis und nicht über eine direkte Verbindung zum Blutkreislauf der Mutter, wie es bei echten, lebend gebärenden Arten der Fall ist. Die Anzahl der Jungtiere pro Wurf ist dabei im Vergleich zu Fischen relativ gering, normalerweise nicht mehr als einige Dutzend, was für eine Art, die normalerweise Tausende von Eiern legt, ein katastrophal niedriger Fortpflanzungswert wäre, aber für den Quastenflosser, dessen Überlebensstrategie auf der Langlebigkeit einzelner Exemplare und nicht auf massiver Fortpflanzung beruht, durchaus ausreichend ist.
Vorausgesetzt, es gibt eine stabile, wenig veränderliche Umwelt ohne abrupte Schwankungen der Raubtier- oder Nahrungsverfügbarkeit, gegenüber denen eine solch langsame Fortpflanzungsstrategie bei plötzlichen Veränderungen äußerst anfällig ist. Eine solche Besonderheit der Fortpflanzung blieb der Wissenschaft lange Zeit völlig unbekannt, einfach weil es äußerst unwahrscheinlich ist, ein weibliches Quastenflosser-Exemplar in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft unter natürlichen Bedingungen anzutreffen, angesichts des versteckten Lebensstils der Art und der schwer zugänglichen Lebensräume. Die Entdeckung einer so langen Tragzeit wurde erst durch die Analyse seltener Proben trächtiger Weibchen möglich, die über Jahrzehnte der Erforschung der Art zufällig in die Hände von Forschern gelangten und keineswegs durch kontinuierliche, direkte Beobachtung eines bestimmten Exemplars über die gesamte Dauer seiner Schwangerschaft, was bei einer solchen Dauer und der Unzugänglichkeit der Art selbst heute praktisch eine unerfüllbare Aufgabe bleibt. Heute sind beide der Wissenschaft bekannten Quastenflosserarten, der westindische und der indonesische, offiziell als stark gefährdet eingestuft, gemäß der Klassifizierung der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur. Die Ironie der Situation ist, dass die Art, die alle 5 Massenaussterben in der Geschichte des Planeten überlebt hat, einschließlich der Katastrophe, die die Dinosaurier auslöschte, nun gerade wegen menschlicher Aktivitäten in Gefahr ist. Durch Beifang in der kommerziellen Fischerei und die allmähliche Zerstörung ihrer Tiefsee-Lebensräume, obwohl die Menschheit selbst erst vor etwas mehr als 80 Jahren von der Existenz lebender Vertreter dieser Art erfuhr. Die genaue Einschätzung der Gesamtpopulation der Quastenflosser bleibt eine äußerst schwierige Aufgabe, gerade wegen der heimlichen Lebensweise und der schwer zugänglichen Lebensräume der Art. Nach den optimistischsten Schätzungen kann die Gesamtpopulation beider bekannter Populationen von einigen hundert bis zu ein paar tausend Exemplaren reichen. Aber solche Zahlen basieren auf einer begrenzten Anzahl von Beobachtungen und Tauchgängen und nicht auf einer systematischen, umfassenden Erfassung, wie sie für zugänglichere Meeresfaunarten angewendet wird. Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung der Quastenflosser beschäftigen, müssen sich auf indirekte Schätzmethoden verlassen, zum Beispiel auf die Fotoidentifizierung einzelner Exemplare anhand des einzigartigen Musters weißer Flecken auf ihrem Körper, das nach dem gleichen Prinzip wie menschliche Fingerabdrücke funktioniert. Sie vergleichen Aufnahmen, die zu verschiedenen Zeiten in denselben Unterwasserhöhlen gemacht wurden, um zumindest einen Teil der bekannten Population über die Jahre hinweg zu verfolgen. Ein solches Fleckenmuster bildet sich individuell bei jedem Exemplar aus und bleibt während des gesamten Lebens unverändert, was diese Methode besonders wertvoll für die langfristige Überwachung derselben kleinen Gruppe von Tieren macht, ohne dass sie physisch gefangen oder markiert werden müssen, was an sich schon äußerst schwierig und stressig für eine so seltene und gefährdete Art wäre. Das bedeutet, dass die Menschheit nach fast 90 Jahren Bekanntschaft mit dem lebenden Quastenflosser immer noch keine genaue Antwort auf die scheinbar grundlegende Frage geben kann, wie viele dieser Lebewesen gibt es überhaupt noch in den Weltmeeren? Es steckt etwas besonders Lehrreiches in dieser Geschichte. Ein Wesen, das buchstäblich Hunderte von Millionen Jahren geologischer Geschichte des Planeten überlebt hat, alle 5 Massenaussterben, Kontinentalverschiebungen, Klimaperioden, hat sich als so zerbrechlich erwiesen, angesichts von etwas mehr als 80 Jahren Nachbarschaft mit der menschlichen Zivilisation. Eine Art, deren Evolutionsstrategie auf äußerster Stabilität und minimalen Veränderungen über Hunderte von Millionen Jahren basierte, verfügt nicht über eingebaute Mechanismen zur schnellen Anpassung an Bedrohungen, die in ihrem Lebensraum praktisch augenblicklich im geologischen Maßstab aufgetreten sind. Die kommerzielle Tiefseefischerei im modernen Ausmaß existiert nur wenige Jahrzehnte, was für eine Art mit einer solchen Evolutionsgeschwindigkeit eine verschwindend geringe Zeitspanne ist, um irgendeine Schutzadaption zu entwickeln.
Wenn Sie bis hierher gelesen haben, wissen Sie jetzt mehr über den Quastenflosser als die überwiegende Mehrheit der Menschen, die jemals den Ausdruck lebendes Fossil in einem Schulbuch der Biologie gehört haben. Abonnieren Sie den Kanal und geben Sie einen Daumen hoch, wenn Sie mehr Geschichten über Kreaturen sehen möchten, deren wissenschaftlicher Ruf weitaus komplexer und interessanter ist als die Kurzversion, die Sie vielleicht zuvor gehört haben.